Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wird es mal wieder ein bisschen nachhaltig hier auf unserem Kanal, beziehungsweise in diesem Video. Ich möchte euch nochmal VChain vorstellen, beziehungsweise VBetter. Das ist quasi eine Initiative, beziehungsweise eine dezentrale Organisation, was sich damit beschäftigt, quasi alles nachhaltiger zu gestalten. Und hier ist es halt dementsprechend so, dass es unterschiedliche Projekte gibt, wo ihr auch dementsprechend Rewards für unterschiedliche Tasks bekommt. Das Ganze ist natürlich für euch kostenlos. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Ja, wir sind drauf gekommen in unserer CryptoStars Community, weil es gibt jetzt in diesem Bereich ein neues Projekt, wo man quasi nur durchlaufen draußen auf der Straße sozusagen jeden Tag ein paar Rewards dazu verdienen kann. Wie viel das in Summe dann ist, zeige ich euch natürlich auch gleich. Es wird auf jeden Fall extrem spannend, beziehungsweise interessant für Leute, die jeden Tag zu Fuß unterwegs sind, da halt eben nebenbei noch ein paar Euros im Monat zu machen. Ja, wir switchen nochmal zurück auf die Seite. Ich packe euch natürlich den Link dazu nochmal in die Videobeschreibung unten rein, könnt ihr nachlesen. Bei WeBetter ist es halt eben so, ich hatte ja schon gesagt, hier geht es um Nachhaltigkeit. Das bedeutet, die ganzen Projekte, die ihr hier dementsprechend seht, sind halt eben mit dem Thema Nachhaltigkeit verbandelt. Zum Beispiel Verhandlungsfoto, das Ganze heißt Mugshot. Hier ist es dementsprechend so, also nur mal als Beispiel, wenn ihr jeden Tag auch einen Kaffee trinkt, macht ihr einfach von eurer Kaffeetasse ein Bild und ihr bekommt halt eben dazu eine Belohnung in dem Better Token. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das soll halt eben dafür sorgen, dass ihr halt eben keinen Coffee to go nehmt, also keinen Pappbecher, den ihr dann wegschmeißt, sondern hier wird halt eben auf Nachhaltigkeit geachtet. Ihr trinkt euren Kaffee aus einer Kaffeetasse, ihr macht ein Bild von eurem Smartphone mit der Kaffeetasse und kriegt dafür halt eben eine Belohnung. Extrem viel ist es nicht, aber ich sag's mal so, hier steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund und dass ihr halt eben noch eine Belohnung im Kryptobereich bekommt, ist halt eben noch so ein Nebenprodukt sozusagen. Ja, dann gibt es zum Beispiel Green Card, auch sehr interessante Geschichte und das kann sich auch lohnen. Bei Green Card ist es nämlich so, dass ihr Kassenzettel einscannt mit eurem Smartphone sozusagen, ihr ladet das hoch und ihr kriegt dafür auch eine Belohnung. Das bedeutet, hier wird halt auch Nachhaltigkeit überprüft etc. Hier könnt ihr euch außerdem dementsprechend mal durchlesen. Wie gesagt, Link packe ich euch in die Beschreibung rein. Wirklich interessant. Green Card kann sich auf jeden Fall lohnen. Für viele, die halt eben viel shoppen, viele Kassenbons rumliegen haben, ist echt interessant. Ja, was auch interessant ist, ist Reinigen. Das heißt, Cleanify ist quasi auch eine Die-App von WeBetter bzw. von VChain. Hier ist es so, ihr werdet tatsächlich dafür belohnt, wenn ihr zum Beispiel Straßen, Strände, Parks und so ein Kram aufräumt. Ihr macht dabei Bilder, ladet das dort in der App hoch und dafür kriegt ihr eine Belohnung in Token, in den WeBetter Token sozusagen. Und es ist halt eben auch sehr, sehr interessant. Und ich möchte euch noch eins vorstellen, das geht jetzt in die Geschichte von Tesla-Fahrern. Das heißt, wenn du oder sie, oder ich sag einfach mal du, wenn du einen Tesla fährst, meinetwegen, dann kannst du mit der eVern-App sozusagen auch Better Token bekommen. Ist auch relativ einfach Fahrzeugidentifikationsnummer hochladen, Bild vom Ladevorgang machen und schon kriegst du halt eben dementsprechend eine Belohnung. Elektroladen ist ja auch so mit der Geschichte Nachhaltigkeit, wenn halt eben der Strom sauber erzeugt wurde durch zum Beispiel Windenergie etc. Ja, ja, das sind halt eben grob die Geschichten, die wir jetzt hier haben. Wie gesagt, das neue Projekt haben wir halt eben jetzt hier bei CryptoStars bei uns in der Telegram-Community heute angerissen. Kommt einfach rein, ist kostenlos. Wir können halt eben da auch dementsprechend drüber diskutieren. Ja, hier seht ihr nochmal die ganzen Projekte im Überblick sozusagen. Mugshot hatte ich ja eben schon angekündigt, beziehungsweise gesagt. Ähm, Kaffeetasse fotografieren, Bild hochladen und dafür bekommt man eine Belohnung. Cleanify hatte ich auch schon gesagt. Park, Strand aufräumen, fotografieren, ihr kriegt eine Belohnung im Better Token. Green Card ist ja, hatte ich auch eben schon gesagt. Kassenzettel fotografieren, für Nachhaltigkeit sorgen, bekommen auch eine Belohnung. Ja, und ja, wie gesagt, es gibt noch viel mehr. Hier die Eve-App hat mir eben auch schon gehabt. Das heißt, ihr ladet euren Tesla, falls ihr einen habt, ladet eure Fahrzeugidentifikationsnummer hoch, kriegt halt eben für jeden Ladevorgang, wenn ihr den fotografiert, einen gewissen Anteil an Token. Wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Guckt es euch dementsprechend mal an. Ja, was gucken wir uns heute an? Und zwar dieses Projekt Stepper, nenne ich es jetzt mal. Ich denke mal, das wird auch so ausgesprochen. Stepper, ich sag's mal in relativ einfachen Worten. Ich möchte da auch nicht zu sehr ins Detail reingehen. Kann ja auch sein, dass es nicht stimmt. Von daher bitte immer do your research. Stepper ist ein Programm, was euch tatsächlicherweise dafür belohnt fürs Laufen.
Das bedeutet, wenn ihr jeden Tag zu Fuß unterwegs seid, könnt ihr quasi über die VeChain App oder VeChain World App sozusagen, über die App, also die Decentralized App, könnt ihr noch zusätzlich eure Schritte vergüten sozusagen. Ich nenne es mal relativ einfach. Und ja, es ist halt einiges drin. Was genau ihr damit verdienen könntet, zeige ich euch natürlich jetzt auch in diesem Video und wie es funktioniert. Wir switchen mal rüber. Wir haben auch bei uns in der Community, hat jemand diesen Link hier dementsprechend gepostet. Macht für mich auch Sinn, ist auch schlüssig. Ich habe es mal durchgelesen. Und ja, eigentlich relativ easy. Startguide. Also, damit ihr mitmachen könnt, braucht ihr diesen Whitings App. Das ist quasi ein Activity Tracker, den könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ist halt eben eine ganz normale Fitness-App, was Schritte zählt und so weiter und so fort. Dann braucht ihr die V-World, das ist die VeChain Wallet. Die VeChain Wallet braucht ihr über diesen auch für alle anderen. Das heißt, wie ich euch gerade vorgestellt habe, also zum Beispiel für andere Apps, die es hier gibt. Ihr verbindet die alle mit V-World, also was ihr dementsprechend braucht. Und ihr geht halt eben auf die jeweilige D-App, das ist die Website, das macht es vom Smartphone aus. Dann wird halt eben eure Wallet mit der Seite verknüpft und dann kann es losgehen. Und das ist, wie gesagt, relativ einfach. Also ihr braucht nur dieses Whitings-App, kriegt ihr quasi für alle möglichen Geräte, beziehungsweise ich sehe jetzt hier nochmal, wenn ihr draufklickt, ihr könnt euch für Android und Apple runterladen. Wir gucken mal bei Android. Seht ihr hier, müsste, beziehungsweise ist kostenlos, ist wie gesagt eine ganz normale App, womit ihr dementsprechend eure Aktivitäten tracken könnt. Und die funktioniert im Zusammenhang mit Stepper. Das Ganze gibt es natürlich auch für Apple. Ja, danach müsst ihr euch dementsprechend die VeChain Wallet runterladen, V-World. Bekommt ihr direkt auf der Seite von VeChain. Seht ihr hier, es gibt eine Chrome Extension, es gibt für eine App, also ich habe es bei mir auf dem iPhone installiert. Das gibt es auch für Google, also das heißt für Android-Telefone. Also jeder kann eigentlich letztendlich mitmachen. Genau, wir switchen einfach nochmal zurück. Ähm, ja, wir sind ja beim Thema Nachhaltigkeit, von daher seht ihr auch nochmal hier unten die Walking Facts sozusagen. Ihr seht zum Beispiel hier auch die CO2-Reduktion, relativ wichtig. Das bedeutet, wenn ihr sozusagen mit eurem Fahrzeug unterwegs seid, oh, man hat sogar hier gerechnet. Wir können es ja mal gucken, ob wir es Deutsch hinbekommen irgendwie. Genau. Hier wird es nochmal erklärt, man legt halt eben auf 1000 Schritte 0,8 Kilometer zurück. Gut, bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, kurze Beine. Und hier wird nochmal die CO2-Emission gerechnet. Das heißt, es wird halt eben CO2 eingespart, wenn ihr lauft, logischerweise, weil ihr fahrt nicht mit eurem Fahrzeug, sondern seid halt eben zu Fuß unterwegs. Und das ist halt eben auch extrem nachhaltig, weil ihr halt eben, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, ihr selber also kein CO2 produziert. Zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie es Fahrzeuge machen oder halt eben andere Verkehrsmittel, die halt eben draußen sozusagen unterwegs sind. Ja, die spannendste Frage dabei ist, was man hier dementsprechend verdienen kann. Und das finde ich halt eben relativ interessant. Das heißt, es wird immer gezählt, auf 1000 Schritte bekommt den Tokenwert in den Better-Token. Den gucken wir uns natürlich auch gleich an. Ihr seht hier, es gibt sogar noch so eine Art, ich sag mal so eine Reward-Stufen sozusagen. Das bedeutet, falls ihr zufälligerweise eine VeChain-Domain habt oder eine X-Node oder ein Corgi Gang NFT habt, bekommt ihr auch dementsprechend nochmal Steigerung. Braucht ihr aber nicht. Ja, das bedeutet, das sind halt eben nur nochmal Zusatzbonis. Das heißt, ihr könnt am Tag maximal 20 Schritte runterreißen. 20.000, 20 Schritte wäre natürlich geil. 20.000 Schritte. Und es gibt halt eben die folgende Belohnung dafür. Ihr seht, hier unten ist es nochmal aufgestaffelt. Das sind die Baseline Rewards sozusagen. Das bedeutet, wenn ihr wirklich ein Vielläufer seid, seht ihr hier und ihr macht wirklich am Tag 15.000 bis 20.000 Schritte. Was normalerweise, wenn man nicht unbedingt den ganzen Tag im Büro sitzt, so wie ich, auch möglich ist, dann bekommt ihr quasi, also ab 15.000 bekommt ihr einen Better Token auf 1000 Schritte. Das heißt 20.000 durch 1000, das heißt 20 Better Token am Tag, wenn ihr 20.000 Schritte lauft oder halt eben dementsprechend weniger. Ja, das heißt 20 Better Token sind auf jeden Fall drin. Es sei denn, ihr habt hier noch irgendeins von diesen Add-ons, wo sie mehr verdienen könnt, sozusagen. Mal gucken, was das Corgigan NFT kostet. Vielleicht lohnt sich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ihr braucht das nicht. Ihr könnt so oder so hier dementsprechend die kostenlosen Better-Token abstauben. Wir gehen jetzt wirklich mal vom Worst Case, schlechtes Wort dafür. Wir gehen jetzt mal vom besten Szenario aus, was wir haben.
Und zwar seht ihr hier, wir haben 15.000 Schritte gepackt, schaffen auch unsere 20.000. Das heißt, wir haben unsere 20 Token, die wir bekommen. Da gucken wir einfach mal, was das in Dollar ist. Beziehungsweise können wir es auf Euro umstellen. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ihr seht aber hier, wenn ihr am Tag 20 Token bekommt, 20 Better-Token, das sind 1,13 $. Und das ist, wenn ich jetzt mal ganz grob überschlage, ist das 1 Euro am Tag, den ihr dafür bekommt, wenn ihr 20.000 Schritte schafft. Also ihr seht hier, 20.000 Schritte ist der Benchmark. Selbst bei 15.001 Schritten, das sind halt eben 15 Token anstatt 20. Können wir auch nochmal gucken, was das ist. 15, das sind wir 85 Cent, ne? Auch nicht schlecht. Gehen wir mal jetzt vom Maximum aus 20. Ihr seht, das sind aktuell 1,13 $ am Tag. Umgerechnet ist das 1 Euro. Und ganz ehrlich, das kostet euch nichts. Das heißt, ihr lauft so oder so, ihr habt so oder so ein Smartphone dabei, oder meistens zumindest. Ihr habt 0 Investitionskosten ins Projekt. Sicherlich, ja, man könnte jetzt sagen, man könnte das Handy reinkalkulieren etc. Nein, aber ihr habt ja schon ein Smartphone. Ihr könnt euch die Apps kostenlos runterladen. Ihr könnt mitlaufen und ihr kriegt halt immer dementsprechend eure Belohnung. Kommt ihr auf 20.000 Schritte am Tag. Zack, 1 Euro. Cash in die Tasche, sozusagen. Ja, also ganz ehrlich, ich finde das Projekt Stepper wirklich nicht schlecht. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich finde das Projekt wirklich nicht schlecht. Ihr seht ja auch nochmal die Fakten, CO2-Reduktion, ihre Gesundheit, Hundegesundheit, na gut, wahrscheinlich durch die Abgase draußen, Umweltauswirkungen etc. Ich hatte es ja schon gesagt, es geht hier um Nachhaltigkeit. Also ganz ehrlich, ich finde das eine richtig coole Geschichte. Und wenn man richtig clever ist, kombiniert man das Ganze ein bisschen. Es läuft ja sowieso alles über eine App sozusagen. Also beziehungsweise ihr braucht da die V-World-App. Da nochmal ein Kassenbon fotografiert. Hier nochmal die ein oder andere Kaffeetasse fotografiert. Und eventuell noch ein Tesla geladen. Das läppert sich. Da kommt wirklich einiges zusammen. Na, wie ich es ja schon gesagt habe, 20.000 Schritte. 20 Token am Tag, 1 Euro bzw. 1,13 $ für das, was ihr sowieso jeden Tag macht. Und mir auch wichtig, der nachhaltige Aspekt, ihr seht es hier, CO2-Reduktion, ihre Gesundheit, natürlich ist es besser für den Körperkreislauf, wenn man sich draußen bewegt. Ja, Hundegesundheit, na okay. Ja, ich lasse es mal so, wir können ja eigentlich mal gucken. Gesunde Haustieren, gesunde. Okay, das heißt, wenn Hunde viel spazieren gehen, draußen leben, ist auch länger sehr, sehr interessant. Nur mal grob drüber geflogen. Nur damit ihr es halt wisst und Umweltauswirkungen ganz klar. Also wie gesagt, hier steht definitiv der grüne Daumen sozusagen da, beziehungsweise Nachhaltigkeit. Von daher, ich finde es gut. 20 Better Token, 1 Euro am Tag nur fürs Laufen und ihr macht es doch so oder so. Genau, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Falls euch das interessiert, schaut es euch an. Links packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Es wird auch nochmal dementsprechend hier bei uns im Telegram nochmal einen Sub-Channel genau für VeChain geben, damit ihr euch über solche Projekte austauschen könnt, weil wie gesagt, es kostet nichts. Ihr braucht wie gesagt nur 2 bis 3 Apps dafür, beziehungsweise eine App, wie ich es ja eben schon gesagt habe. Also quasi braucht die VeChain Wallet, die VeWorld könnt ihr euch überall runterladen. Gerade für das Projekt Stepper braucht ihr halt eben noch diesen Aktivitätstracker, kostet euch nichts. Und direkt auf die App-Seite könnt ihr halt eben dementsprechend euren Status ansehen. Ja, Leute, das war es auf jeden Fall von mir. Beziehungsweise das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis die Tage, bis später. Ciao. Und haltet die Umwelt sauber, wo wir gerade beim Thema sind. Achso, abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Ciao.